Wir sind nicht mit Groot unterwegs und ihr habt vielleicht schon richtig geraten, unser neues Mobil basiert auf einem Mercedes Sprinter. Das ist richtig, richtig schön hier, das habe ich so vermisst. Wer hätte gedacht, dass der Schwarzwald uns direkt mit so einem schönen Wasserfall überrascht. Maximal typisch schwarzwälderisch, sagt man das so? Ja. Schön wieder zurück zu sein. On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way down your road and past your gate. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Und wenn ich mit uns meine, dann meine ich nicht Basti und mich, sondern ich bin auf einem kleinen Abenteuer in den Schwarzwald mit meiner Mama. Won't be long, I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms, the place I call my home. I was looking to belong when I already found my home. To belong when I'd already known that you would be there when the rains are gone. Like a light in the night, you will always be my home. Zuerst schneiden, bevor wir Ton rausnehmen? Ja, soll ich fragen? Ja, ob wir noch was zum Essen kriegen. Dem einen oder anderen ist es sicherlich aufgefallen, wir sind nicht mit Groot unterwegs. Der ist noch auf hoher See. Bedeutet aber nicht, dass wir es uns nicht nehmen lassen, einen kleinen Ausflug in den Schwarzwald zu machen. Mit einem, sagen wir mal so, eher luxuriösen Mobil. Was und wie und überhaupt es sich aber mit dem Mobil auf sich hat, das erzähle ich euch später. Wir sind jetzt hier ausgestiegen, wir sind in Bad Ruppholzau, heißt es hier. Und ein schöner kleiner Ort. Wir haben hier ein Restaurant gefunden, wo wir gleich einmal essen gehen. Drehen jetzt aber erstmal eine Runde mit den Hunden hier entlang von dem kleinen Bach und genießen die Natur. Es ist schön wieder zurück zu sein. Richtig, richtig schön hier. Das habe ich so vermisst. Hier ist alles mit Moos bedeckt. Und ja, es ist einfach richtig schön.
der trockenen Zeit jetzt in Argentinien, nach all der Pampa, ist es eine richtige Wohltat, hier so mitten im Grünen zu sitzen. Das ist so schön. Mega schön. Wer hätte gedacht, dass der Schwarzwald uns direkt mit so einem schönen Wasserfall überrascht. Es hat uns richtig, oder mich richtig an Vancouver Island erinnert. Da standen wir auch an so einem moosbedeckten Wasserfall. Und das einfach nur eine Stunde von der Haustür entfernt. Richtig schön. So, die Hunde machen sich's gemütlich und wir gehen was Leckeres essen. Maximal typisch schwarzwälderisch, sagt man das so? Ja. Hier in dem kleinen Ort gibt es einen Gasthof und ich habe mir einen klassischen gemischten Salat bestellt mit Tortelloni mit Sternpilzen und meine Mama hat die Forelle Mühlerinnenart. Das ist echt das klassische Essen hier. Ich glaube, im Schwarzwald ist Forelle ganz oben auf der Liste, oder? Ja. Beides sehr lecker. Das war mega lecker und wir sind auch echt gut satt. Und jetzt geht's weiter Richtung Stellplatz. Hey, kommt schnell rüber. Komm wieder, komm weiter. Wir sind an unserem Stellplatz für die Nacht angekommen. Wir haben den Platz über Landvergnügen reserviert. Wem Landvergnügen nichts sagt, wir verlinken es mal unten in der Beschreibungsbox. Unbezahlte Werbung. Aber ja, ist eine App, wo man bei Bauernhöfen in ganz Deutschland und ich glaube auch Österreich sich Plätze reservieren kann und dann quasi im eigenen Shop was einkaufen kann. Und ich würde sagen, das ist ein sehr herrlicher Spot mit wundervoller Aussicht. Und wir machen jetzt noch einen kleinen Spaziergang, gucken uns den Sonnenuntergang an und dann machen wir es uns gemütlich. Und ich zeige euch morgen mal das Mobil.
Hast du schon angefasst? Ja, Gott. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben richtig gut geschlafen. Es war zwar kalt, aber hier drin war es kuschelig warm. Man kann sich hier in dem Mobil echt über nichts beklagen. Es ist purer Luxus, inklusive Halbpension. Mama, sag mal Hallo. Hi, ich bin die Neuland-Mama. Seit den USA habe ich das gemacht. In den USA hat man nicht immer kaltes Obst gekriegt. Wir sind übrigens am Wochenende unterwegs und haben gerade unser Sonntagsvideo angeguckt von unserer Heimreise von Buenos Aires nach Deutschland. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaltet ein. Es fängt sehr emotional an. Jetzt kommt so langsam die Sonne raus und ich zeige euch am besten einmal, mit was wir hier unterwegs sind. Wir sind mit einem Autark Runner made by Wölke unterwegs und ihr habt vielleicht schon richtig geraten, nein, es ist nicht unser neues Mobil, nein, es ist leider nicht das neue Mobil von Basti und mir. Das ist das neue Mobil von meinen Eltern, worauf wir ziemlich neidisch sind. Aber ich durfte dieses Wochenende einen Ausflug mit meiner Mama machen und es mal ausprobieren. Wir dürfen es nämlich selbst auch nicht fahren, weil mit unserem Führerschein darf man nicht mehr als 3,5 Tonnen fahren. Und dieses wunderschöne, schlanke Geschoss ist 5 Tonnen, oder? Ja. 5 Tonnen. Oben auf dem Dach ist Solarpanel. Sagt ja schon Autark Runner, mit 200 Watt. Es hat eine Lithium-Batterie und es ist basiert auf einem Mercedes Sprinter. Ich mache das gerade ein bisschen durcheinander mit den ganzen Details. Alles, was mir gerade einfällt, weil ich das Mobil selber nicht so genau kenne. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal rum. Meine Mama verbessert mich einfach mal zwischendurch, wenn ich was Falsches sage. Die Lithium-Batterie hat eine Kapazität von 180 Ampere-Stunden. Kann man auch noch erweitern um eine zweite, was das Mobil natürlich auch autark macht. Es ist ein 180 Liter Wassertank drin. Es gibt sowohl kaltes Wasser als auch Warmwasser. Wir haben hier außen, direkt neben dem Eingang, haben wir einen Wasseranschluss und einen Gasanschluss, wenn man hier draußen auch grillen möchte. Hier hinten im Heck gibt es direkt ein großes Aufbewahrungsfach. Kann man von beiden Seiten öffnen, hat ultra viel Platz, ist gefühlt so groß wie unser ganzer Van. Man hat hier Ausschubfächer, wo hauptsächlich alles für den Hund gelagert ist. Dem Hund meiner Eltern geht's gut. Nein, natürlich nicht. Man muss jetzt mit dem alles, wirklich alles Hund. Mega praktisch, einfach für alle Sachen, die man draußen braucht, hier unten so ein Fach zu haben. Oben gibt es ein Licht und auch, wie nennt man das? Eine Jalousie, eine Markise. Es ist ein bisschen windig heute hier, es ist auch arschkalt. Ich glaube, ich habe es schon gesagt, es ist Basis Sprinter-Modell. Auf dem Weg nach vorne kommt man noch am Gastank vorbei. Der Gastank ist außerhalb verbaut, was ziemlich praktisch ist, weil man es einfach von außen betanken kann und es verbraucht keinen Stauraum drin. Ich hoffe, ihr könnt mich hören, es ist sehr windig. Es ist natürlich ein 4x4, ist ja ganz klar. Hinten hat es Doppelbereifung und es hat auch einen Schnorchel oben. Nicht schlecht. Und hier sind wir eigentlich auch schon direkt im Wohnbereich. Hinter mir ist das Bett. Das ist so eine Halb-Sitzecke, Halb-Bett-Kombination. Sprich, man kann sich hier eigentlich schon komplett längs hinlegen. Man kann aber auch den Tisch hinter mir nach unten klappen und dann hat man eine komplett große Bettfläche,
wo man sich dann bequem, egal ob längs oder quer, hinlegen kann. Wir haben jetzt heute Nacht so längs geschlafen, ohne den Platz in der Mitte. Das reicht eigentlich komplett aus, wenn man da mit den Füßen auf dem Sitz drauf ist und oben dann die Matratze hat zum Schlafen. Top, bequem und gemütlich. Genau, und dann hat man hier eigentlich schon direkt den Sitz. Kann sich gegenüber setzen. Wir haben einen Schwenktisch und ja, kann hier einfach mega gemütlich sitzen. Man kann auch den hinteren Bereich vom Bett benutzen und dann kann man hier eigentlich mit 4 Personen, hat meine Mama gesagt, kann man hier ziemlich entspannt sitzen und entweder was trinken, was essen, gemütlich eine Runde Karten spielen. Wir haben gestern Rummy Cup gespielt. War auch mal irgendwie wieder schön und lustig. Ja, und hat einfach echt einen richtig großen Wohnbereich. Wurde doch ein bisschen warm. Über dem Bett, eigentlich komplett ringsherum, gibt es Hängeschränke, Stauraum für Klamotten hauptsächlich. Links und rechts sind auf beiden Seiten große Fenster, was ich richtig genial finde. Das haben wir ja selbst im Van überhaupt nicht am Bett. Es kommt aber so viel mehr Tageslicht rein und es ist einfach so schön. Ich saß heute Morgen hier in der Ecke, konnte rausgucken, konnte das Wetter beobachten. Einfach richtig schön, richtig gemütlich. Ich glaube, ich habe es heute Morgen auch mehrfach zu meiner Mama gesagt. Es ist einfach so gemütlich hier. Direkt unter den Sitzen ist natürlich auch Stauraum und auch der Auslass für die Standheizung, was perfekt ist, weil dann kommt die warme Luft direkt bei den Beinen an. Neben dem Wohnbereich sind wir direkt in der Küche. Die Küche finde ich richtig cool, die hat einfach richtig viel Platz. Es gibt so viel Stauraum, die Schubladen sind richtig gut aufgeteilt. Alles hat seinen Platz. Wasserhahn mit warmem Wasser, Gasherd, super viele Schubladen, Oberschränke. Ja, auf der anderen Seite haben wir auch nochmal ein Regal mit Fächern, wo man einlagern kann und unten drunter auch nochmal komplett Schubladen. Da, wo jetzt die Gläser draufstehen, ist so ein kleines Elektronikfach, wo man die Sachen laden kann. Auch mega praktisch. Ich hatte jetzt auch meinen Laptop dabei. Und es ist einfach cool, den hier unten drunter verstauen zu können, laden zu können, sowohl wie Handys und alles andere auch. Richtig, richtig, richtig gut durchdacht. Oben hier in der Ecke und hinten über dem Bett sind 2 kleine Ventilatoren. Die generieren eigentlich einen richtig schönen Durchzug. Und zusätzlich zu den 2 hinteren Fenstern, wo wir gerade beim Durchzug sind, gibt es hier vorne in der Küche noch ein kleines Fenster. Und hier oben gibt es auch nochmal ein richtig großes Dachfenster. Hier im Ausgangsbereich Richtung Tür ist noch der Kompressorkühlschrank und obendran ein kleines Eisfach. Und unter dem Kühlschrank gibt es dann auch nochmal einen Stauraum für Jacken und andere Vorräte, die man brauchen kann. Und meine Mom zeigt es gerade rein. Hier auf der anderen Seite, hier unten, gibt es noch ein extra belüftetes Schuhfach. Finde ich auch mega praktisch. Wir haben nämlich auch kein Fach für unsere Schuhe und dann stehen die einfach immer überall rum. Und hier kann man sie einfach praktisch wegverstauen. Definitiv eine gute Sache. Ich sitze hier gerade auf dem Klo. Die Dusche ist ein kleiner abgetrennter Bereich. Vorne kann man auch nochmal die Tür zumachen, damit der Wohnraum komplett abgeschlossen ist von der Fahrerkabine, was auch wegen Kälte und Wärme richtig wichtig ist. Hier ist eine kleine Trockentrenntoilette. Hinter mir kann man das Waschbecken dann quasi runterklappen. Vor mir ist der Anschluss für die Dusche, wo man dann hier mit dem Duschvorhang eine Dusche machen kann und dann hier perfekt duschen kann. Oben ist nochmal eine Stange, wo man quasi nasse Sachen aufhängen kann zum Trocknen. Hinter mir hier unten ist auch nochmal ein Auslass von der Standheizung und oben ist dann auch nochmal ein kleines Fenster, wozu man dann hier perfekt den Raum nutzen kann, um Sachen zu trocknen. Last but not least gibt es hier oben noch über der Fahrerkabine wie so einen kleinen Schlund, den wir auch haben, wo man einfach allerlei Sachen wie Jacken, Schals, Handtücher oder irgendwas, was gerade weg soll, wegstecken kann. Bin mal gespannt, was hier noch alles gesucht wird. So, das war eine kleine, schnelle Van-Tour. So gut ich konnte. Einfach nur ein kleiner Einblick in das Mobil, mit dem wir gerade unterwegs sind. Und wenn ihr nochmal eine genauere, detailliertere Roomtour haben möchtet, dann könnt ihr das ja mal unten in die Kommentare schreiben. Dann nehmen wir das im Frühjahr mit vielleicht ein bisschen wärmerem Wetter
nochmal genauer auf und zeigen nochmal die einzelnen Details. Ich finde es auf jeden Fall mega cool, mega gemütlich, es macht mega Spaß damit unterwegs zu sein und bin froh, dass mich meine Mama mitgenommen hat. Und Basti ist neidisch. Der ist übrigens gerade auf dem Karneval. Wir haben uns warm eingepackt und die Hunde und drehen jetzt hier noch eine schöne Runde hier im Schwarzwald. Die Sonne ist rausgekommen, richtig schön alles. Und das nutzen wir jetzt noch ein bisschen aus. Wir stehen hier bei einem kleinen Bauernhof und meine Mama ist jetzt hier nochmal in den Hofladen und holt nochmal ein kleines Fläschchen Eierlikör und bringt das Gästebuch zurück, in das wir reinschreiben konnten. Kleiner Einkauf macht. Kleiner Einkauf macht. Landvergnügen macht es möglich. Was für ein geniales Haus da unten. Ich glaube, es ist eine Ferienwohnung. Die perfekte Aussicht. Wir können aber daneben parken. Hier kann man es auf jeden Fall aushalten, windgeschützt in der Sonne. Und im Sommer bzw. Frühjahr hat die Hütte hier auch geöffnet. Könnte man theoretisch was trinken. In der Sonne ist jetzt richtig herrlich. Wir sind wieder zurück am Van. Wir haben jetzt alles abfahrbereit gemacht und für uns geht es jetzt zurück. Es war ein kurzer, aber sehr, sehr schöner Ausflug in meine Heimat, in den Schwarzwald. Es ist einfach so genial hier und mit dem Mobil hier sowieso. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Denn ich hoffe oder ich glaube, ich bin guter Dinge, dass der Van vielleicht nächste Woche schon wieder da ist. Und sind sehr gespannt, wie das wird, den am Hafen in Hamburg abzuholen. Das Emoji der Woche, wie könnte es anders sein, ist eine Tanne. Und ja, wenn ihr Lust habt, kommt auf jeden Fall im Schwarzwald vorbei. Es ist einfach so, so schön. Ich verlinke euch den Ort, wo wir hier waren, auch nochmal unten. Und ja, ich freue mich, wenn ihr weiterhin dabei bleibt. Und wir sehen uns hoffentlich in alter, neuer Frische nächste Woche am Sonntag. Danke! Ende!